Hallo Gerl, ja, ich grüße dich und ich habe die Schmiede schon ausprobiert, wie viele andere bestimmt auch. Und alle meine Zuschauer grüße ich selbstverständlich auch. Was möchte ich mal in diesem Video, GL? Lass uns doch einfach mal spielen. Wieso sorgt ihr nicht dafür, dass wir reibungslos immer durchweg irgendwas Gutes spielen können? Das Spiel beginnt ja eigentlich ganz gut mit den R32-Missionen. Ne? Das ist ja ein Aufbau. Man muss sich aufbauen im Spiel, um überhaupt irgendetwas erreichen zu können. Dafür sind ja diese R32-Missionen von 1 bis 32. Ja gut. Aber die hat jeder irgendwann mal durch. Wozu dient dann noch R32? Für die Spezi-Missionen machen. Richtig. Aber auch das, naja, wird eintönig, zu langweilig. Es bringt nichts. Natürlich Rubine farmen. Darum geht den meisten das. Übersehen, dass man gute Items erspielen kann dadurch und. Ist aber nicht wichtig. Wo beginnen dann die großen Probleme für so manche, sag ich mal, wenn man nur raufklickt? Bei Energie oben. 10. In der Regel, ja, hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn man 10 hat, 12, 15, gut. Aber viele, gerade Anfänger im Spiel, spielen das durch und dann brauchen sie wieder Energie. Haben aber vielleicht gerade mal die R1 oder 2 freigeschalten. Wo kriegen wir Energie her? Aus diesen Spezimissionen holen wir nichts und so bla 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 bla. Hier, das ist selbst. Wir alle sehen, ihr steckt viel Energie in dieses Spiel. Ist ja auch gut, Hut ab, Daumen hoch. Nur, wo fließt eure Energie hauptsächlich rein? In sowas? Wollen wir ehrlich sein? Die neue Sammlung, das neue Super-Event. Wie viele Tage hatten wir am Anfang? 46, noch was glaube ich, 47 Tage. Jetzt sind wir bei 37 Tage, 20 Stunden. Was soll uns das suggerieren? Wir kriegen fette Beute, wa? Superkisten, 2000 Rubine, 15er, 15er, 20. Ja, gut. Aber was brauchen wir dafür? Ja, dieses braucht ihr nur ein bisschen so nebenbei. Ja, wenn du mal irgendwie Langeweile hast oder irgendwas mal kaufen möchtest, dann kannst du hier, und falls du diese voll hast, ne, dann kriegst du das von uns. Ja gut, aber es ist schon klar, wie viel steckt man da rein, um das zu bekommen. Ne? Diese 400, die habe ich mit, da muss man gucken. Und viele andere wo auch. Diese, ja, okay, Top-Kameraden, gut und schön, 14, ja, das kann man nebenbei gewinnen. So. Genau das gleiche in Grün. Manche haben diese Anfangsdinge, viele haben die aber auch wieder rausgeschmissen in eure Superspiele. Da muss man die natürlich weiterholen irgendwann, ne? Ist logisch. Hier, gute, ja, es funktioniert. Da habt ihr sehr viel Energie reingesteckt. Aber parallel dazu lief nichts mehr. Ihr hattet ein, wie viele Tage? 18 Tage Event hier, laufen so ein E-Linie-Event. Ja, eine Waffe erspielen, gut und schön. Was zieht ihr dann immer danach? Gleich hinter rein. Natürlich, das hier, den Siegestag für 3 Tage, um diese Waffe ging das hier. Na, das Event hättet ihr spielen können. Und was kriegt Platz 1 bis 50? Ein 14er. Also wir eiern genau genommen 3 Tage rum für einen 14er, den ich an jeder Ecke bei euch mittlerweile im Spiel bekomme. Ihr merkt selbst, irgendwas läuft schief, oder? Wer spielt 3 Tage für einen 14er? Und die Meilensteine für paar Rubine? Hallo? Guck mal, 160 Punkte, 300 Rubine gibt uns dafür. Dann mache ich 3 Spezimissionen und dann habe ich mehr als 300, dann habe ich 900. Und das ist so einfach, da kann ich mir auf der Couch legen, die anderen Stunden. Also irgendwas läuft schief, oder? Ich weiß nicht, wie programmiert wird. Wer die Ideengeber sind, wer gute Ideen abbricht, weil die Zeit zu lang wird für die Programmierung, weiß ich nicht. Das wisst ihr, ne? Es gibt ja diese Studios und diese Publisher. Wenn natürlich Publisher auch gleichzeitig Studio ist,
Ja, gut und schön. Dann kann das Kreativstudio schon langsam mal einstauben, weil die Ideen sprudeln nicht mehr so, als wenn mal von der anderen Seite Ideen kommen für dieses Spiel. Ihr habt jetzt natürlich uns ein Problem gegeben. Und Spielern, die nicht, sag ich jetzt mal, Arena spielen oder Cell3, ja, Cell-Strike Labor ist ja dieses Event auch. Keine Ahnung, ich spiele das Zeug ja nicht. Viele werden es auch nicht spielen, sag ich mal. Ihr wisst es auch selbst, ihr seht doch die Zahlen, ihr seht die Klicks. Wie viel klicken auf diese Events, wie viel spielen hier Skyline-Gefecht, das meine ich hier. Wie viel spielen das echt? Okay, ein Spiel wie Sniper Fury ist ein Schießspiel und da gehört das nun mal rein. Sehe ich auch so. Verballert oder bietet diese Schlachtpakete an in, was weiß ich da, in versteckten Kisten, die man da kaufen kann irgendwo oder erhält oder ja, diese Waffe, das ist doch aber speziell nur für dieses Event. Auch diese Waffen und Rüstung, genauso diese Arena-Waffen und Rüstung gibt es doch nur für das Event. Wie viel spielen die an Leuten? Weiß ich nicht. Ich schätze aber mal Prozentsatz, keine 50% spielen dieses Event. Spielen das Arena-Event. Und ich schätze mal, dieses Event spielt 10%. Das ist so echt GL. Also bitte, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid die Herrscher dieses Imperiums. Macht, was ihr wollt. Aber bitte, ja, frustriert nicht, wenn die Leute nicht kaufen, nicht genug kaufen. Ihr sauer verdientes Geld. Heutzutage ist alles teuer, sau teuer. Sogar die Discounter und Supermärkte sind bald unbezahlbar. Passt mal auf, wenn es so weitergeht. Da kann man nicht erwarten, dass man, ja, für so ein Event irgendwas spielt. Und wenn ich dann mir die Preise angucke, sag mal. Ich glaube, dieses Event habt ihr abgeschrieben für euch. Ich glaube, das interessiert euch gar nicht mehr. Das ist drinne im Kodex. Wir wissen auch, ein Kodex kann nicht einfach so auseinandergerissen werden, weil da hängt so viel Hamsterrad drinne mit, dass wenn ihr dieses rausnehmen würdet, dieses Event woanders irgendwo was nicht mehr funktionieren würde, weil das irgendwie mit verbunden ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? Deswegen lasst ihr das, glaube ich, drin für 15 Dinge. Ja, guckt ihr aber doch mal an, was die Leute hier machen. 4 Leute, 5 Leute. Sogar der kriegt eine Belohnung. Platz. Also, ihr wisst es ja. So, wie gesagt, lasst uns doch einfach spielen. Lasst uns doch einfach mal das Pferd mal wieder neu satteln. Das ist sowas von alt. Ihr, okay, es gehört vielleicht da rein, ich weiß es nicht. War das 2015, als ihr angefangen habt, auch schon drin? Hier, blablabla, ja, du kriegst da das Zeug und fertig. Punkt. Für Einsteiger gut funktioniert. Kein Problem. Sehe ich auch so. Aber wir wollen mal wieder zurück, ne? Ihr wisst, ich schweife immer gerne ab, wenn ich anfange rumzulabern. Aber ich beschäftige mich auch damit. Hier dieses komische Event war das 18 Tage ist viel zu lange für so eine Waffe. Ihr macht ja auch Langzeit-Events. 3x7 Tage, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Da haben wir auch eine super Waffe am Ende. Über 3 Stufen. Dann haben wir eine gute Rüstung. Und wir haben Truppkameraden. Wieso macht ihr so ein Event für eine Waffe? 18 Tage war das jetzt, glaube ich, ne? So lange, sag mal. Ich für mich persönlich sehe das dann, ihr braucht eine eigene Auszeit. Gönnt ihr euch. Ihr habt ein Event aufgespielt. Also es braucht keiner meckern, dass keine Events sind. Es ist da ein Event da. Habt ihr vollkommen recht. Habt ihr vollkommen. Das Spiel ist ab 12, ne? Eingestuft für Deutschland, enthält Gewalt. Aber welche 12- oder 13-jährige Kind juckt das schon oder was? Wir haben doch ein Event, ich düse da ja 12 Tage mit oder 18 Tage rum. Und nebenbei kann ich ja irgendwie so ein Pröli machen, damit ich meine Mission mal fertig kriege. PvP, ja gut und schön, das ist auch eingestaubt, das wisst ihr auch selbst, ne? Mit euren Items hier nämlich. Knockout.
Wird ja auch schon bemängelt, wenn man so ein bisschen Chat liest oder das und jenes, dass diese Knockout-Items, ich sag's einfach Item, ich bin hier kein Wortfuchse, ich muss mir nicht hervorheben, bloß wegen manche Begriffe, die manche gerne rausposaunen, nur um zu suggerieren, dass sie Ahnung von irgendwas haben, aber es interessiert auch keinen zweiten Menschen mehr. Diese, ne? Dreifachen Knockout, ne? Wenn du davon genug hast, ne? Ja, dann knallst du rauf und bumm ist die Basis Schrott und fertig. Und das wird auch schon bemängelt. Das wisst ihr selbst. Also, ich kenne ein Spiel, der Name ist jetzt uninteressant. Auch ein Online-Spiel. Das war Echtzeitspiel. Als sie begonnen hatten, glaube ich, 2010 oder wann es war. Es war natürlich schwierig. Auch die Entwickler lernen dazu. Die Spieler gehen sich rein, passen sich an, sehen, was abgeändert werden könnte, was nichts bringt, was ausbremst, Schwierigkeitsgrade und. Hatten die auch ihre Probleme am Anfang? Die haben auch sich verheddert, ne? Also ein PvP-Event, sag ich mal, das ist ein ewig Langzeit-Echtzeit-Event, dieses PvP-Basis. Was erwartet ihr, wenn ihr den Spielern Items an die Hand gibt, wo sie mit der billigsten, pissigsten Waffe dieses Item auflegen, die Basis platt machen, ihre Punkte erhalten und sagen, danke, meine Rangliste steigt, bla bla und Co. Ich brauche doch eigentlich nur eine blöde R32-Waffe. Da komme ich in diesem Spiel, was das betrifft, Basis, PvP, doch durch. Ich besorge mir diese Items. Die gibt es ja ab und zu, das sind, sonst hätte ich ja nämlich auch ein bisschen über 400. Es gibt auch andere gute Items, wer jetzt nicht unbedingt auf die Rangliste gehen will. Der legt das an, das Zeug und fertig. Was erwartet ihr, bitteschön, GL, was die Leute für dieses PvP jetzt kaufen? Was die jetzt über Tage oder das und jenes spielen, dieses Basisspiel, ne, das kennt ihr ja alles hier, ne? Was die jetzt alles erspielen an Rüstungen, an Waffen und das gar nicht benötigen, genau genommen. Das braucht man nicht, okay. Ihr habt ein Schießspiel in die Welt gesetzt, aber ihr überflutet uns auch mit Waffen und Rüstung. Ich glaube, die Motivation bei vielen, bei sich einfach mal so ins Lager zu gucken, das stinkt ab. Guck mal, ich lege hier in meiner Basis auch nur noch 8er auf. Man hat damals mal Zeiten gehabt, 10er, ne? Je nachdem, wie weit man im Spiel war, 10er, 12er, 13er aufzulegen. Wer braucht das? Hier. Ich sag mal Avatar dazu, das ist mein Held hier, das bin ich. Und ich ziehe mich, das ist mein Kleiderschrank, mein großer hier, ne? Und dann ziehe ich mich ein bisschen um. Ihr habt uns 11 Items oder Platzhalter zur Verfügung gestellt. Der 11. was steht das für die Basis, für die Verteidigung, für den letzten Raum. Und wenn man diese 1 bis 10 gut belegt, reicht das fürs Spiel. Ich sage immer, ich brauche im Schnitt 15 Rüstungen und vielleicht 10 Waffen, keine Ahnung, mehr brauche ich nicht. Oder sagen wir 15 für jede Rüstung, dann eine normal eigene Waffe, wegen hier Zugehörigkeiten. Das reicht mir, mehr brauche ich nicht echt, weil ich spiele dieses Arena nicht und dieses andere Zeug, was ich gesagt hatte, Zeltstrike oder wie ist das? Oder das spiele ich ja nicht. Viele spielen das. Es spielen auch viele, wie ihr selbst auch wisst. Das. Clane. Ja gut, es sind nicht alle erstmal im Clan. Ich habe einen Ein-Mann-Clan, das bleibt doch bei Ein-Mann-Clan. Ich brauche nicht so viel Spiele. Ja, um die muss man sich kümmern, das kenne ich von anderen Dingen her und bla bla. Und ja, ich will das ja auch gar nicht, weil das Spiel das nicht hergibt für mich. Natürlich gibt es dann auch Clan-Events. Ne? Clan-Beherrschung kann man spielen zum Beispiel. Und man kann auch natürlich einen anderen Clan herausfordern. Ja, wer das spielt, gut und schön. Also, ihr bietet Beschäftigung an. Wenn ihr die Klickraten seht, wie viel das spielen, und ihr sagt euch, okay, das reicht aus, ist es doch okay.
dann können alle Seiten damit gut leben. Und ihr könnt ja auch dann damit gut leben, wenn also viele Spieler überlegen, ich trete aus diesem Spiel, ich habe keinen Bock mehr oder ich logge mich einmal eine Woche ein oder 2 oder 3 Wochen erstmal, weil das ändert sich ja nichts. Ihr habt mit der Weile ein Hamsterrad erschaffen. So sehe ich das für mich. Und ihr wisst, ein Hamsterrad bedarf ein Hamster und das sind wir. Und wenn wir aber müde werden in diesem Hamsterrad, ja dann hören wir auf, mitzulaufen mit euch. Ihr habt dieses schöne Event reingebracht, was aber nur beinhaltet, dass ihr uns im Gegenzug Events weggenommen habt. Vielleicht unbewusst. Oder ihr macht das schon bewusst. Diesen Kriegsherr, ne, der jetzt hier wieder drin ist jetzt das 2. Mal hintereinander. Das letzte Mal war er, jetzt haben wir hier 3 Tage noch was, ich ziehe mal rauf. Vor 9 Tagen, ja, war der auch. Da habe ich jetzt das 2. Video drüber gemacht. Mein erstes Video lief wie weit oder wie lange brauche ich, um durchzukommen, wie viel Durchmesser. Was bietet ihr uns an? Das gleiche Event binnen 9 Tagen nochmal. Dieses Event lief an bei, ich sage jetzt einfach mal bei 47, noch was Tagen. Seitdem war kein neues Event irgendetwas eingespielt, weil ihr ja dieses drin hattet. Dieses. Für eine Waffe spielen. Kinder, das kann doch gar nicht funktionieren. Verlasst euch zu viel drauf hier auf Arena. Und dieses andere Gedöns hier, dieses, ihr wisst, was ich gesagt hatte. Ja, dann Kampfpass, gehe ich gar nicht drauf ein, der interessiert mich so viel wie eine Seuche oder eine Pest irgendwo. Interessiert mich gar nicht. Das kam heute jetzt mal wieder rein. Unendliches Zeltstreckrad. Ja gut, wiederholt sich auch bei euch. Das ist auch eine Dauerschleife, ne? Also, man kann es machen. Aber, was, sagen wir, GL, bitte. Bitte. Also, manchmal habe ich echt das Gefühl, Achte, wollen wir handeln? Ich verkaufe euch den. Ich habe so viel. Achte. Ist klar. Neueinsteiger, die drehen gerne, die kriegen was mit. Vom meisten wissen sie gar nicht, was sie damit veranstalten sollen. Wenn sie mal Truppkameraden hier erwischen, sagen sie, gut, super, ich habe wieder einen. Hier, ne, brauchen wir für die Vorposten. Wir können es mal drehen, dann kommt die Pointe, ja. Also das ist ja noch nicht mal wie eine Lotterie. Bei der Lotterie weiß ich, dass ich nichts bekomme. Für das, was ich investiere. Vielleicht 5 Euro oder keine Ahnung. Hier lasst ihr uns ja so ein paar Mal drehen. Ah, wieder. Können wir auch handeln. Habe ich Hunderte von gelobt. Wir drehen aber mal weiter. Lass uns spielen. Gut, habe ich zigtausende. Aber wie gesagt, für Einsteiger, gut, 10. Das nimmt ja gar kein Ende hier, ne? Das hört ja gar nicht auf, ne? Kann man ja immer frei denken. Wuppi! Los, was, die ist gut. Die geht eigentlich reduziert, Missionszeit nicht so gut. Mann, GL, du bietest uns echt was. Hut ab. Edelsteine, weiß ich nicht, habe ich noch nie angefasst. Ich weiß gar nicht, was ich damit richtig soll. Das hört nicht auf, ne? Ist hier ein Bug unterwegs oder noch 20 Drehungen bis zum nächsten Meilenstein? Echt jetzt? Nee, GL, du verehrst mich, oder? 19 Drehungen soll ich jetzt noch machen können? Aber was kriege ich in diesen Drehungen? Und jetzt geht los. Ich meinte ich doch, das ging ja gar nicht. So, jetzt habt ihr es angefüttert, ne? Wie auf dem Rummel, ne? Wie so eine kleine Losbude. Am besten so oben kleine Lose reinpacken oder ab und zu mal kleine Lose. Und der Rest ist bald Nieten. Oder nur kleine Lose. Ja, so funktioniert das auch, ne? Oder so ein Pyramidenspiel oder irgendwas. Oder, ach mein Gott, komm her. Komm mal ran an meinen Tisch. Komm mal ran an meinen Verkaufsstand.
Ich schenke dir was. Hier hast du ein Lolli. Und wenn du noch mehr was Gutes haben möchtest, dann einen kleinen Betrag. Ja, genau, für 500 Rubine. Können wir jetzt das kriegen? Naja, okay. Ne, wir können auch den wieder erwischen, weil das haut ja nicht ab, ne, glaube ich. Was wir erdreht haben, fliegt ja nicht raus. Wenn du eine geheimnisvolle Smaragdtruhe gewinnst, wird sie aus dem Preispool entfernt. Ja, das sind diese, ne? Ja, die haben wir aber noch gar nicht. Wieso habt ihr uns nicht mal eine gegeben beim kostenlosen Drehen? Es wird immer suggeriert, ein Algorithmus ist ein Zufallsprinzip. Ja, natürlich könnt ihr das suggerieren. Nicht nur ihr, das suggerieren alle. Alle, die irgendwas verkaufen wollen, suggerieren das. Es ist alles ein Zufallsprinzip. Ja, wer das glaubt, ne, ja, der glaubt auch, ja, keine Ahnung, im Sommer bei 30 Grad könnte es von heute auf morgen schneien. Kann passieren. Aber wie oft passiert das? Ne? Also stehst du ganz schön doof da mit deinem Glauben, ne? Und kaufst und kaufst und kaufst oder was? Nein, macht auch kein Mensch. Also, von daher. Schenkt euch das Geld. Schenkt euch das. Die greifen das kostenlose Zeug ab und dann sind sie wieder raus. Das läuft jetzt aber nur 12 Tage. Ihr verschafft euch echt Zeit, um hier was reinlegen zu müssen. Ich glaube, darum geht das nur bei euch. Wir müssen Luft für uns haben. Wir müssen atmen können. Kein Event kommt für uns. Nichts. Immer diese gleiche. Ich habe gar keine Lust dazu. Was soll ich denn heute machen? Diesen Meilenstein? Diesen? Viel zu hoch. Das war mal tiefer, das wisst ihr selbst. Da war noch viel mehr drinne. Hier wird natürlich geballert ohne Ende. Ja, na gut, wer sich Rüstung und Waffen kauft, der ballert. Aber Spieler, die eine schlechte Rüstung und Waffe haben, ich sage schlecht, weil die schlecht sind. Zu 80% ist schlecht, was ihr den Leuten zum Erspielen gibt für dieses große Event jetzt. Und die anderen sind genauso groß. Also, was bedeutet das? Geht rein und kauft. Hier, Event, ne? Läuft ja jetzt. Das ist klar, das braucht ihr nicht. Das braucht ihr jetzt auch nicht. Das kann man sich holen, wer Millionen liegen hat, der holt sich den. Das ist egal darüber, das rede ich gar nicht. Hier, ne? Das ist jetzt für dieses Event schön drin. Wir können alle so viel Geld ausgeben. Und 2 Events weiter. Ihr wisst ja, ne? Inflation, was heutzutage in Deutschland, Europa modern geworden ist. Die letzten 1,5 Jahre. Kann man die auch sehr gut veranstalten, weil es gibt ja keine Garantie bei Käufen, dass der Werterhalt gegeben sein muss. Und um etwas nicht abzuwerten, schaffen wir einfach neue Werte. Ne? Wir setzen die Spiralschrauben höher, setzen, wie sagt man, den Rüstungsschutz von NPCs oder sonst was höher, sodass du mit allen abkackst. Und beim nächsten Event, möchte ich sagen, das ist kein Glaube, ich glaube für mich, dass da wieder andere Waffen, andere Rüstungen drin sind, wie es jeder kennt. Deswegen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt euer Spiel gestalten, wie ihr möchtet, aber lasst uns doch einfach nur spielen. Die R32-Mission, wer spielt die noch? Ich sage es jetzt mal so, einfach so, kein Spieler. Höflich, nett ausgedrückt. Außer die das müssen. Weil ansonsten habe ich ja nichts davon. Die Spezi-Mission spielen heißt nicht die R32-Mission spielen. Bitte nicht verwechseln. Ne? Also, für mich und jetzt viele andere, die Arena nicht zum Mut haben, das Rumgespringe da und das ist ja also, ja, das kann man gar nicht vergleichen mit Spielen. Das ist, da wird gekauft, da wird das und jenes und. Und wenn du, ich habe das mal versucht, einmal hier dieses, ich gehe nochmal dieser Name. Ja, was ich nicht spielen muss, mir auch nicht merken an Name, ne, irgendwo, ne. Skyline. Das habe ich einmal, ja, ich glaube, oder Arena, einmal probiert. Ich habe nicht gedacht.
Ach, gib mir was. Ach, Mann. Nee. Nee. So viel Altern, so viel Boni Rüstung, so viel Boni Waffe. Ach, hör doch auf, da hast du gar keine Chance, da zu spielen. Drohmission, genau das Kacke, da habe ich einige Videos drüber gemacht. Also, wenn man, GL bitte, wenn man in ein Event, um Waffen zu bekommen, ein Glücksrad drehen muss, dann sind wir falsch. Dann macht eine Kirmes, dann geht auf eine Kirmes. Oder sonst wo. Oder ihr kennt vielleicht die Sendung Das Glücksrad, ne? Dann gehe ich doch dahin. Aber ihr verlangt wirklich von den Leuten, dass die hier dieses Event spielen. Die müssen das ja erstmal hier hochspielen, ne? Und da sind dann, wenn jetzt in 11, 12 gewonnen wird, dann kommt ein kleines Rad, wisst ihr selbst, und dann machen wir Stopp und die Waffe ist, bumm, da, rausgefahren. Scheiße, ich kriege hier keinen Mist. Sag mal, ist das euer Ernst? Alles hat mal begonnen, das weiß ich auch. Ne, also Planet Erde wurde irgendwann auch aus Trümmerteilen zusammengeformt zu einer schönen Kugel. Bloß die Erde, der Planet hat sich weiterentwickelt. Manche Publisher entwickeln sich kein Stück weiter, habe ich so das Gefühl. Ihr wisst auch, dass manche große Publisher momentan ein großes Problem haben. Umso größer werden auch deren Probleme, ist normal. Ein kleines Unternehmen kann keine großen Probleme haben, außer die haben sie sowas von groß verschuldet, ne? Und dann wird nichts draus, weil sie nicht auf Community hören oder das und jenes. Tja, dass der Schuldenberg weiter gewachsen ist, aber das, was sie machen wollten, zusammengebrochen ist. Das kann man sich immer selbst aussuchen, welchen Weg man gehen will. Für uns Spieler ist es einfach. Ich gehe raus und fertig Punkte aus. Interessiert mich nicht, ihr habt es mal kostenlos angeboten, das Spiel. Und alles, was jetzt entwickelt wird, bedarf Kaufoptionen. Events habt ihr höher geschraubt, die Meilensteine, die Anforderungen höher geschraubt. Was bedarf? Im Gegeneffekt haut ihr in Jobs, so wie diesen, ne? Oder ihr erschafft Events, die erstmal kostenlos aussehen, aber ja, um das zu kriegen, ja, wisst ihr selbst, ich muss euch euer Geschäft nicht erklären. Also, lasst uns doch einfach spielen. Schafft ein neues Event. Und ihr glaubt es nicht. Momentan beschäftige ich mich mit einer Idee, wie ein neues Event aussehen könnte, um wenigstens eine Spielerschaft zu erhalten. Weil kein Unternehmen hat was davon, wenn es zu engstirnig, arrogant durch ihre Bude geht und sagt, ach, was will die Community von mir? Ich bin hier der Chef. Natürlich bleibt Chef. Chef. Es gibt auch arme Chefs. Hauptsache Chef, ne? Die können mich mal, ich mach, was ich will. Gut, kannst du. Aber jeder gute Unternehmer oder jedes gute Unternehmen weiß, Kunden halten, Kunden gewinnen ist immer mehr wert, als zu viel zu verdienen zu legen wollen. Ihr versteht, was ich meine. Ich kann mir natürlich auch anders komplizierter ausdrücken, aber Volkssprache bleibt Volkssprache. Schaut nicht zu viel in die Brieftaschen eurer Community, sondern schaut erstmal, wie halte ich meine Community. Da fangen wir mal an, ne? Oder? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.